Donald Trump trifft sich also nun heute doch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Das Gespräch werde in seinem Trump Tower in New York stattfinden. Das sagte der 78-Jährige. Zelensky hatte das Treffen vor Beginn seiner USA-Reise zwar angekündigt, zwischenzeitlich stand jedoch auch eine Absage im Raum. Trump hatte Zelensky vorgeworfen, ein Friedensabkommen mit Russland abzulehnen, das auch Gebietsabtretungen vorsehen würde. Gestern war Zelensky ja bereits von US-Präsident Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington empfangen worden. Biden kündigte anschließend weitere Militärhilfen in Milliardenhöhe an und bekräftigte die Unterstützung der Vereinigten Staaten, auch wenn er aus dem Amt scheiden wird im Januar 2025. Und zugeschaltet ist mir nun Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, nun die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament. Guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann. Guten Morgen. Wie ist denn Ihre Bilanz dieses Zelensky-Besuchs in den Vereinigten Staaten? Er bekommt zwar Milliarden, er bekommt zwar Waffen, aber bisher ist nichts über seinen angeblichen Siegesplan gegen den russischen Aggressor bekannt geworden. Und außerdem hat Biden ihm weiterhin nicht die Genehmigung gegeben, Langstreckenraketen auch auf russischem Kernland zu zielen. Also ich glaube, dass Zelensky wusste, dass er jetzt noch mal handeln muss. Er war ja sehr häufig in den Vereinigten Staaten, hat auch sehr häufig Joe Biden getroffen, aber in wenigen Wochen wird in den Vereinigten Staaten gewählt. Und sein Auftritt war natürlich überzeugend und klar, nämlich den Westen, Vereinigten Staaten, noch mal aufzufordern, alles zu tun, um den Plan Putins zu verhindern, nämlich letztlich die Souveränität der Ukraine zu zerstören und darauf hinzuweisen, dass wir eben alle im Westen aufgefordert sind, ihn zu unterstützen, damit es zu einem sogenannten gerechten Frieden kommt und dass Putin eben keine andere Wahl hat, als unter dem Druck der militärischen Stärke sich doch mit der Ukraine an einen Tisch zu setzen, was Putin ja bisher verweigert. Aber das wichtigste Ziel, das hat er nicht bekommen, dass die Langstreckenraketen der USA also so umprogrammiert werden, dass sie weiterfliegen können und damit auch ins russische Kernland. Und auch der Kanzler hat ja auch in New York sich mit Zelensky getroffen und hat nochmal gesagt, nein, von uns kriegt ihr auch diese Genehmigung nicht und Taurus-Raketen wird es auch nicht geben. Also da kann man doch nicht von einem erfolgreichen Besuch in den Vereinigten Staaten von Zelensky sprechen. Was soll Herr Zelensky machen? Soll er in der Ukraine sitzen bleiben und warten, dass was passiert? Das Problem des Westens ist ja, dass das Wort "wir helfen, solange die Ukraine unsere Hilfe braucht" ja fast zynisch klingt. Denn wie lange noch? 1, 2, 5 Jahre? Sondern der Ukraine werden immer Rettungsringe zugeworfen wie einem Ertrinkenden, sodass sie immer so knapp über Wasser bleibt. Aber wir ziehen sie nicht aus dem Wasser raus, weil dem Westen eine komplette Strategie fehlt, der Ukraine letztlich zu helfen. Und Zelensky hat das gemacht, was er tun konnte, nochmal zu appellieren. Und rausgekommen ist immerhin, dass er mehr Mittel bekommt von den Amerikanern und dass es jetzt offensichtlich ein Treffen gibt, eine Konferenz in Deutschland. Und insofern schauen wir natürlich darauf, was passiert. Sie haben gerade etwas Wesentliches gesagt. Der Kanzler hat sich ja am Rande der UN sehr kurz dazu geäußert, dass es mit ihm keine weitreichenden Waffen gibt. Damit macht er einen innenpolitischen Move, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist aber, wissen Sie, es ist einfach dramatisch, weil Putin hat 2 Ziele. Das müssen wir uns immer klar machen. Das eine ist die Ukraine, deren die Souveränität zu rauben. Und dafür nimmt er Milliarden in die Hand und schickt Waffen in die Ukraine und zerstört die komplette Infrastruktur dort. Das zweite ist übrigens Angriffe auf menschliche Ziele. Das zweite ist, den Westen zu spalten. Er nimmt Milliarden in die Hand, um Propaganda zu schicken und Desinformation zu uns zu schicken. Das sind die beiden Ziele. Und wenn Putin merkt, dass er damit Erfolg hat, dann hat er in der Tat gewonnen. Und deswegen kann ich immer nur wieder mit meinen Kolleginnen und Kollegen appellieren. Wir brauchen einen strategischen Plan und Zelensky braucht unsere Hilfe. Sonst war das nicht der letzte Angriff des Wladimir Putin auf die westliche Welt. Kann Putin denn auch das Agieren von Donald Trump in gewisser Weise als Erfolg verkaufen? Denn wir haben es ja gesehen, Trump, der republikanische Präsidentschaftsbewerber in den USA, hat ja Zelensky regelrecht gedemütigt, hat diesen Brief veröffentlicht auf seiner Social-Media-Plattform und hat sich dann jetzt doch bereit erklärt, sich mit ihm zusammenzusetzen. Also das ist doch tatsächlich eine Vorführung des ukrainischen Präsidenten. Naja, wie Donald Trump drauf ist, das wissen wir ja. Er hat sich ja neulich verglichen, dass er noch cooler sei als Elvis Presley. Ich meine, was soll man dazu sagen? Trotzdem ist es natürlich klug,
dass Zelensky sich mit ihm trifft. Denn sollte Trump der nächste Präsident werden, könnte es anders aussehen. Und deswegen ist es, glaube ich, klug, dass die beiden sich nochmal unter vier Augen austauschen. Alles andere wäre ja auch fatal. Aber nochmal, wir müssen jetzt darauf schauen, welche Verhandlungen, welche Gespräche sind in Deutschland möglich. Und ich hoffe sehr, dass der Bundeskanzler und alle Beteiligten sich nicht von innenpolitischen Momenten leiten lassen, weil der Preis wird ein hoher. Und noch ein Gedanke. Es gibt keine Ecke mehr in der Ukraine, die sicher ist. Überall Raketenangriffe, Gleitbomben, Drohnenangriffe. Wir werden in Deutschland, und ich sage das auch an diejenigen, die Sorge haben vor Eskalation, ich bin der Meinung, sie brauchen keine Sorge zu haben, aber sie brauchen eine Sorge zu haben. Wenn dieser Krieg nicht beendet wird, wenn es nicht zu Gesprächen kommt, wenn Putin nicht im Klaren sein muss, dass er nichts zu gewinnen hat oder nur wenig zu gewinnen hat, dann werden wir eine weitere Flüchtlingswelle aus der Ukraine auf uns zukommen sehen. Dort leben noch 30 Millionen Menschen trotz der Angriffe. Und wenn nur ein Bruchteil derer sich auf den Weg nach Europa und damit nach Deutschland macht, werden wir weiterhin damit konfrontiert. Wir sollten uns also darüber im Klaren sein, was das auch letztlich, wir sprechen ja hier auch, dass wir überlastet seien, das wird alles wieder sozusagen ein großes Problem. Und deswegen ist es aus vielerlei Gründen wichtig, an der Seite der Ukraine konsequent zu stehen, ihr Sicherheitsgarantien zu geben, die Option, dass sie Teil der NATO wird, damit sie in Frieden und Freiheit leben kann, wie wir das auch wollen. Sie haben eben gesagt, wir sollten unsere Innenpolitik nicht so sehr damit reinziehen. Aber das ist doch genau das Problem. Das Bündnis Sarah Wagenknecht zum Beispiel. Sarah Wagenknecht macht jetzt also Koalitionsverhandlungen in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen davon abhängig, dass US-Raketen in Deutschland nicht stationiert werden sollen. Das hat nichts mit Regionalpolitik zu tun. Aber wir haben es ja auch bei den Wahlen gesehen in den ostdeutschen Ländern, dass dieses Thema, der Ukraine-Krieg, ein heikles Thema ist und dass die Menschen zumindest in Ostdeutschland einen anderen Weg wollen. Sehen Sie da nicht eine Gefahr, dass der Ukraine-Krieg jetzt doch wieder innenpolitisch gebraucht wird und tatsächlich auch, dass manche Gruppen den versuchen dann für sich auszunutzen? Ja, das passiert natürlich. Sarah Wagenknecht, die ist ja nicht blöd. Die weiß genau, was das für Emotionen auslöst. Übrigens habe ich dafür Verständnis. Leute sind schon bei der Betrachtung der Bilder kriegsmüde, obwohl wir ja nicht müde zu sein brauchen, denn die Raketen schlagen nicht bei uns ein. Aber sie nutzt es, um letztendlich ihre Ziele zu erreichen, nämlich in den Deutschen Bundestag mit der BSW zu kommen. Und insofern, ja, sie versucht, dieses Thema in die Länder zu treiben. Das macht sie. Wir wissen alle, dass weder in Thüringen noch in Sachsen noch in Brandenburg darüber entschieden wird, was letztlich außenpolitisch passiert. Aber das kann uns ja nicht davon abhalten, die wir über den Tellerrand hinausschauen, unseren Kurs zu ändern. Und ich finde, es geht um so viel. Es geht um so viel, nämlich um den Frieden und die Freiheit eines zukünftigen Europas, dass ich nur sagen kann, das ist eine harte Zeit. Ich brauche Ihnen das nicht zu sagen. Ich bin Mitglied der FDP. Wir haben schreckliche Ergebnisse in diesen Regionalwahlen gerade gehabt. Und dennoch sage ich Ihnen, wenn wir heute nicht handeln, werden unsere Kinder uns eines Tages fragen, warum wir heute das nicht gemacht haben, sein muss. Wir müssen der Ukraine helfen, damit Putin, und darum geht es. Frau Strack-Zimmermann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, nun die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament. Vielen Dank.